Hallo und herzlich willkommen, hier ist Manfred von Pitch4 und heute zeige ich euch mal die Designpalette und da den Bereich Farben und wie ihr auf einfache Weise alle eure Farben über eine zentrale Stelle kontrollieren könnt. Ich bin hier auf der Webseite und wir haben hier verschiedene Inhalte angelegt und ich habe hier einen Button angelegt und ich zeige euch mal diesen Button, dann kann man nämlich sehr schön erkennen, was ich da gemacht habe. Dieser Button hat verschiedene Farben. Und man kann hier raufklicken auf diesen Farbbereich. Und jetzt kann man entweder, wie ich das hier gemacht habe, eine Farbe auswählen. Die hat einen Code, gibt verschiedene Codes, RGB und alles Mögliche. Oder man kann eine Designfarbe auswählen. Wir haben hier 6 Designfarben. Und wenn man eine Designfarbe auswählt, dann erscheint sowas hier. Design Nummer 3, Nummer 1 und so weiter. Und das sind auch Farben, die abgestuft werden können. Zum Beispiel kann ich das jetzt hier auswählen und wenn ich das jetzt mache, dann siehst du, ich habe hier Design Raute 1.4. Das bedeutet, ich habe die 4. Variante genommen von der ersten Farbe. So, ich nehme jetzt hier einfach mal diese Farbe und speichere das. Jetzt hat mein Button eine graue Farbe, so wie viele andere Dinge auch. Und ist verbunden mit der Palette. Und die Palette, die findest du unter Design und unter Palette. So, in diesem Bereich Schriften, den erkläre ich euch später, weil da auch noch die Designschriften mit reinspielen. Das wird zu kompliziert. Heute erkläre ich nur mal die Farben. Das ist die Farbpalette, die aktuell auf dieser Seite verwendet wird. Und die habe ich hier abgespeichert. Ich habe also quasi hier raufgeklickt und habe mir diese Farbe abspeichern lassen. Wir haben das so gemacht, dass die Farben einen bestimmten Bereich abdecken. Das kann man selber einstellen. Allerdings, wenn du dich an unsere Vorgaben hältst, dann passen alle unsere Elemente, die wir zur Verfügung stellen, also alle Inhaltsblöcke und auch Designvorlagen, passen dann im Grunde genommen zu deiner Webseite, wenn du die genauso aufbaust, wie wir das gemacht haben. Und zwar die erste Farbe, das betrifft immer den Fließtext und alles, was damit zusammenhängt. Wenn ich hier raufklicke und jetzt hier ändere, dann siehst du hier, dass sich hier verschiedene Texte ändern. Alle diese, die jetzt rot sind, diese Texte, haben die Designfarbe 1. Dann haben wir hier für 2, da verwenden wir Überschriften. Das kannst du hier schön sehen. Ja, Überschriften, die werden mit der Designfarbe 2 belegt. Designfarbe 3, das ist der Hintergrund. Du siehst, jetzt ändert sich hier der Hintergrund. Und Designfarbe 4 und 5 und 6 sind Spezialfarben. Zum Beispiel habe ich das hier verwendet für die Hintergrundfarbe von diesen Sternen. Und wenn ich jetzt hier mal eine Farbe einwähle, dann siehst du, das ist die Vordergrundfarbe von den Sternen. Und die 6. Farbe, mal gucken, ob ich die auch verwendet habe. Wenn ich sie hier nehme, ich lasse das mal so, dann können wir gucken. So, hier runter, ich mache das mal schließen und speichern. Wenn wir hier runter schauen, ja, hier unten siehst du, da ist die Farbe grün. Das heißt, in diesem Bereich habe ich das verwendet. So, und wenn ich das wieder rückgängig machen will, kann ich einfach die Palette einladen und dann habe ich wieder alles, was ich habe. Der Vorteil der Designpalette ist folgendes. Wenn du hier raufklickst auf einer dieser Vorlagen, dann siehst du, dass die gesamte Webseite angepasst wird an die Farben aus dieser Palette. Hier wird alles lila. Hier hast du eine Invertfarbe, das heißt, der Hintergrund ist schwarz und die Schrift ist weiß. Und das ist hier ein bisschen verschiedene Blautöne, das ist so grün und orange und das sind so Brauntöne. Ich nehme mal das und speichere das. Du siehst, das passt alles irgendwie zusammen. Und zusätzlich ist es so, dass diese Designfarben natürlich von allen unseren Inhaltselementen benutzt werden, soweit es möglich ist. Wenn ich jetzt also hier rübergehe auf alle Inhaltselemente und ich hier mal so ein bisschen runter scrolle, dann siehst du, dass die Schrift hier, dass du hier braune Töne siehst und orange, also gelbe Töne, leicht grün, beige Töne. Und hier bei den Inhaltselementen taucht das ebenfalls auf. Die Schrift selber hat so einen Grünton. Ja, alles, was du siehst, passt perfekt zu deiner Seite. Wenn ich das jetzt hier hinzufüge, ja, und das dann speichere, dann siehst du, dieses Inhaltselement passt sich an den Rest deiner Webseite an, weil es genau die gleichen Farbschemen verwendet, die wir auch benutzt haben und weil das sich dann mit der Palette abgleicht. So, und wenn du also etwas ändern möchtest, klickst du einfach hier auf eine Palette, änderst das und das jetzt komplett neue Farben. Du kannst diese Palette natürlich jederzeit auch anpassen. Du könntest also sagen, gut, ich möchte hier lieber einen anderen Ton haben. Dann klickst du hier meinetwegen auf den Kreis
Dann sagst du, okay, das soll vielleicht lieber so ein Ton sein. Dann sagst du übernehmen. Und jetzt hast du hier eine Palette, wo du ein bisschen was verändert hast und die kannst du hier auch abspeichern. So, und dann hast du hier deine eine Palette, da deine andere Palette und hast drei Paletten, die du selber abspeichern kannst, um deine Farben zu benutzen. Du musst alles, was du machen musst, ist, du musst, wenn du auf deine Webseite gehst, dafür sorgen, dass alle deine Inhalte nach Möglichkeit da, wo Farben verwendet werden, das kannst du hier bei der Box zum Beispiel sehen, hier hast du Rahmenfarben, hier hast du Hintergrundfarben, hier hast du Iconfarben, ja, dass du alle diese Farben auf Designfarben stellst und dann hast du eine Verbindung zu deinem Design und dann passt das Ganze auch. So, das ist immer die grundsätzliche Art, wie man mit der Palette umgeht. Und was das mit den Schriften auf sich hat, das zeige ich in einem späteren Video, wenn ich stärker auf das Design eingehe. Ich glaube, damit hast du schon einen kleinen Eindruck bekommen, wofür wir die Palette haben, und viel Spaß beim Ausprobieren. Man sollte die Farben immer harmonisch aufeinander abstimmen und man sollte auch nicht zu viele Farben verwenden. Deshalb empfehle ich dir, zu versuchen, die Designfarben auf 3 oder 4 zu begrenzen und ab und zu ein i-Tüpfelchen zu setzen, indem du noch 2 Sonderfarben verwendest für spezielle Fälle. Das war erstmal alles zu Palette und Designfarben und mehr im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.